Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Anime-Flash-Ausgabe heute am Sonntag, dem 22. Mai 2022. Heute haben wir wieder interessante Themen für euch. Unter anderem wird der Anime Dororo endlich im Free TV gezeigt und eine Studie vergleicht die Konsumierung von Hentai mit normalen Pornos sowie vielen weiteren interessanten Themen. Also, lasst uns loslegen! Auf der wissenschaftlichen Online-Datenbank ScienceDirect wurde kürzlich eine Studie veröffentlicht, die ergründen möchte, ob es einen Unterschied zwischen Leuten gibt, die Hentai oder normale Pornos schauen und inwiefern Hentai Einfluss auf die Konsumenten hat. An der Studie hatten insgesamt 208 ausgewählte Teilnehmer aus der ganzen Welt, überwiegend jedoch europäischer und asiatischer Herkunft, teilgenommen. Das Durchschnittsalter betrug hierbei knapp 21 Jahre. Dabei waren 75 Teilnehmer männlich und 133 Teilnehmer weiblichen Geschlechts bei etwa ausgeglichener sexueller Erfahrung. Die Teilnehmer wurden hinsichtlich ihres Konsumsverhaltens bei Pornografie im vergangenen Jahr befragt und in der Folge in 3 Gruppen kategorisiert. 28,8% schauten Hentais und normale Pornos, 38% schauten nur normale Pornos und 33,2% schauten gar keine Pornos, sondern nur Hentai. Die Studie befasst sich mit der Frage, inwiefern sich die 3 Gruppen in Bezug auf die Ideale, die Bindungstypen und das Verlangen nach einer romantischen Beziehung unterscheiden. Im Falle der Bindungstypen stellte sich keine bzw. kaum nennenswerte Unterschiede heraus. Bei den Idealen wurden den Teilnehmern verschiedene Vergleichsbilder zwischen Anime-Charakteren und realen Menschen vorgelegt und sie sollten angeben, zu welchem Bild sie sich mehr hingezogen fühlen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Teilnehmer, die nur Hentai schauten, die Anime-Charaktere attraktiver befanden, während die beiden anderen Gruppen die Bilder nahezu identisch bewerteten. Dementsprechend verhielten sich auch die Ergebnisse bei dem Verlangen nach einer romantischen Beziehung. Auch hier äußerte die Hentai-Gruppe, dass sie sich lieber eine Beziehung mit einem Anime-Charakter wünschen würden. Die Ergebnisse in der anderen beiden Gruppen waren auch hier wieder gleich. Mit diesen Erkenntnissen unterstreicht die Studie die Unterschiede der jeweiligen Gruppen. Inwiefern die Studie aussagekräftig ist, sei mal dahingestellt. Klar ist, wer Hentai schaut, der wird wohl auch Anime-Charaktere ganz anschaulich finden. Sonst würde er ja nicht diese anschauen. Und wer damit nichts anfangen kann, schaut es auch nicht. Habt ihr dazu eine Meinung? Teilt sie uns gerne in den Kommentaren mit. ProSieben gab bekannt, dass man sich die Serie Dororo gesichert hat und den Anime ab dem 1. Juli jeden Freitag um ca. 22:15 Uhr auf ProSieben mit deutscher Synchronisation als TV-Premiere ausstrahlen wird. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung können die einzelnen Episoden wie gewohnt für begrenzte Zeit kostenlos in der Mediathek des Senders gestreamt werden. Die 24-teilige Action-Drama-Serie, welche zwischen Januar und Juni 2019 in Japan lief, entstand unter der Regie von Katsuhiro Furuhashi im Studio MAPPA in Kooperation mit Tezuka Productions. Hierzulande brachte der Publisher Animum Publishing die komplette Serie bereits mit deutscher und japanischer Synchronisation auf DVD und Blu-ray in den Handel. Das Unternehmen Muso, welches sich mit der Bekämpfung der Internetpiraterie beschäftigt, gab im Rahmen seines Quartalsberichts bekannt, dass die Anzahl der Zugriffe auf Piraterie-Webseiten steigt. Dem Unternehmen zufolge wäre es in den ersten 4 Monaten dieses Jahres zu insgesamt 52,5 Milliarden Zugriffen auf Piraterie-Webseiten gekommen, was einem Anstieg von 29,3% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspräche. Die Zahlen verteilen sich dabei auf die 5 Mediensektoren, dem TV-Programm mit 47,7%, dem Verlagswesen mit 26,8%, Film mit 12,12% und Musik mit 7,3% sowie Software mit 6%. Den größten Anstieg hätte hierbei das Verlagswesen mit 58,5% verzeichnet, was auf die weltweite hohe Nachfrage an Manga zurückzuführen wäre. Dies belege auch die Tatsache, dass sich 3 der 5 meistbesuchtesten Piraterie-Webseiten ausschließlich auf Manga-Content beschränken. Wenn man die jeweiligen Sektoren etwas genauer betrachtet, stellt sich dabei heraus, dass Anime mit 11,43% den 3. Platz des Anteils an den Zugriffen auf Piraterie-Webseiten belegt. Spitzenreiter der Piraterie-Webseitenbesuche sind die USA mit 5,66 Milliarden Zugriffen, was einem Anstieg von 38,9% entspräche. Deutschland befindet sich derzeit auf Platz 15 mit 1,13 Milliarden Zugriffen. Nachdem Danmachi Sword Oratoria für kurze Zeit nicht auf Prime Video verfügbar war,
nimmt nun Amazon die Anime-Serie mit sofortiger Wirkung wieder mit deutscher Synchronisation in sein Programm auf. Das 12-teilige Spin-off entstand unter der Regie von Yuhei Suzuki im Studio GC Staff. Bit Studio hat am Samstag ein Werbevideo zum 10-jährigen Jubiläum des Studios veröffentlicht, das die kreativen Arbeiten dieses von Attack on Titan bis Spy Family hervorhebt. Das Studio veranstaltet vom 27. Mai bis 20. Juni auch eine Ausstellung zum 10-jährigen Jubiläum im Kaufhaus Parco von Ikebukuro. Darüber hinaus hält der Twitter-Account von Bit Studio für Einwohner Japans ein Bildband-Werbegeschenk bereit, um Fans zu ermutigen, ihre Erinnerungen an den Anime des Studios zu teilen. Um teilzunehmen, folgen Sie dem Account und twittern Sie mit den folgenden Hashtags. Die offizielle Webseite für den TV-Anime von Satoshi Mitsuakamis Manga Lucifer and the Biscuit Hammer veröffentlichte am Samstag einen kurzen Trailer für diesen. Das Video zeigt, dass der Anime am 8. Juli im Programmblock Animation von MBS und TBS Premiere feiern wird. Der Anime wird auch auf BS11, Tochigi TV und ATX ausgestrahlt. Nobuaki Nakanishi führt bei dem Anime übrigens die Regie. Mitsukami hat zuvor angedeutet, dass der Anime den gesamten Manga bis zum Ende abdecken wird. Crunchyroll gab kürzlich auf Twitter bekannt, dass die neuen Episoden des Simuldubs von Spy Family künftig jeweils eine Woche später erscheinen werden, wodurch die 6. Episode erst am nächsten Samstag veröffentlicht wird. Crunchyroll veröffentlicht jeden Samstag um 17:30 Uhr jeweils eine neue Episode von Spy Family im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Bislang erschien jeweils eine Woche später am Samstag um 23:30 Uhr die deutsche Vertonung der jeweiligen Episode. Durch die Verzögerung wird die jeweilige Episode fortan erst 2 Wochen nach der Omo-Premiere veröffentlicht. Auf dem Twitter-Account der Anime-Umsetzung von Rent a Girlfriend wurde vor kurzem ein neuer Charakter-Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht, in welchem der Charakter Ruka gezeigt wird. Passend dazu gibt es auch ein neues Date-Visual. Die 2. Staffel der Anime-Serie wird ab dem 1. Juli in Japan ausgestrahlt und entsteht erneut unter der Leitung von Katsuomi Koga bei TMS Entertainment und Studio Comet. Das war unsere Anime-Flash-Ausgabe für den heutigen Sonntag. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie einem Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie auf alle Benachrichtigungen, damit ihr über jedes weitere Video nun benachrichtigt werdet und ihr eben das nicht verpasst. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.